Willkommen zurück zum kleinen Update-Video. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode, Erklärvideo dazu verlinke ich wieder ans Ende des Videos. Na gut, dann springen wir gleich rein in AMC. Und auch wie fast immer, wenn euch das Ganze interessiert, wenn euch meine Preisziele interessieren, wenn euch interessiert, was ich von einem Ein-Part- oder Zwei-Part-Squeeze halte, verlinke ich wieder das ganz große Video ans Ende. Heute reden wir hauptsächlich nur darüber, was heute passiert ist. Und eigentlich ist ja heute nichts passiert. Es war ja ein wunderschöner Tag, oder? Gut, dazu kommen wir gleich. Also zoomen wir mal rein. So, einfach nur für die Struktur des Videos, wie wir das heute anlegen. Ja? Erstens, ehrlich, ich meine, ich weiß, wir sind 30 oder ein bisschen mehr runtergefallen, aber eigentlich war das ein perfekter Tag. Dazu kommen wir gleich. Was ich heute zeigen werde, wir haben 2 bullische Versionen und eine bärische. Und ich werde das genau so aufteilen, damit es absolut unmissverständlich ist. Gut, dann und nach dem Tracking redet man noch über Dilution und den Tinfoil. Gut, dann fangen wir jetzt an mit Bullish Version Nummer 1. Und das ist diese hier. Zur schnellen Erklärung: linke Seite ist 2026, also heute, rechte Seite ist 2021 und zwar wie immer von Jänner dem 5. bis Jänner den 22. Beides ist auf dem 1-Stunden-Chart. Und vor allem, das ist die Version, die ich heute in der Früh schon auf die Homepage geladen gehabt habe. Fun Fact, ich habe das, glaube ich, 1 Stunde oder eine halbe Stunde auf die Homepage geladen, bevor dieser Drop gekommen ist. Dazu sei eins gesagt. Ja? Ich habe geschrieben und auch erwartet, dass wir so einen Pullback bekommen könnten. Dass der innerhalb einer halben Stunde, nachdem ich es gepostet habe, passiert, dass er innerhalb eines Tages passiert, okay, war überraschend. Ich meine, okay, die Dilution News ein bisschen dazu beigetragen, aber dazu kommen wir später. Gut, warum ich sage, dass es eigentlich kein schlechter Tag war. Ganz einfach, weil für unsere 2 bullischen Varianten war es der perfekte Tag. Warum? Weil für die 2 bullischen Varianten wissen wir jetzt, wo wir sind. Es gibt kein Wenn und Aber mehr. Ja? Für diese Version, für diese erste bullische Variante, ja, sind wir jetzt ganz genau am 20. Jänner 2021 und zwar um 10 Uhr, wenn das eine Rolle spielt. Ja. Wenn ich hier rauszoome, damit ihr seht, was danach gekommen ist, war das hier. Ja. Die einzige Frage für diese Version stellt sich: Dieses seitwärts zur Seite marschieren hatte damals nur 2 Tage gedauert. Jetzt ist aber halt die Sache, dass von diesem V bis zu diesem Punkt hat es damals 15 Tage gedauert und jetzt gerade hat es 87 Tage gedauert. Ich würde das jetzt nicht so umrechnen. Ja? Es stellt sich halt nur die Frage, dauert das hier jetzt bis diesen Freitag oder dauert es vielleicht noch nächste Woche und im blödesten Fall vielleicht noch die nächste Woche darauf? Das ist die einzige Frage, die sich für das hier stellt. Wie lange dauert das? Was wir wissen ist, AMC ist immer große Sprünge freitags, montags. Ja? Somit bis diesen Freitag müssen wir auf jeden Fall warten. Ob wir dann diesen Freitag oder nächsten Montag den nächsten Move sehen, werden wir sehen. Ja? Für die Regeln für diese Variante. Was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen? Ja? Jetzt gerade ist es perfekt, wie es ist. Ja? Wir haben von unserem A-Boden einen 0.5 Pullback von diesem Peak hier runter. Perfekt. Dasselbe, was wir hier auch gemacht haben. Von unserem A-Boden zum Peak einen perfekten 0.5 Pullback. Also ganz ehrlich, wenn ich damit richtig liege, habe ich eine halbe Stunde, bevor es passiert ist, im Vogel abgeschossen. Gut. So,
was wir nicht machen dürfen. Ich muss ehrlich dazu sagen, für mich ist dieser Punkt eigentlich, also das Low heute, das war bei 1,93, der perfekte Bounce. Es wird es ein bisschen kaputt machen, wenn wir jetzt noch ein bisschen lower gehen, ja. Aber jetzt ist es der perfekte Bounce. Können wir noch niedriger gehen? Es ist ein B-Pullback. 0,5 Pullback, FIB-Pullback ist eigentlich perfekt für ein P-Pullback. Es kann ab und zu sein, dass wir einen 0,618 FIB-Pullback machen. Das wäre 1,76. Aber niedriger als, sagen wir, 1,60, 1,65 möchte ich nicht gehen. Absolut nicht. Und eins ist absolut klar. Wenn wir hier weiter runterneifen und wenn wir die 786 brechen, also 1,50 $, dann ist es vorbei für dieses Jahr. Warum? Ja, ich habe das nicht einmal als Alternative, muss ich auch dazu sagen, als bearische Alternative, weil das würde für mich keinen Sinn machen. Aber B darf nicht unter die 786 brechen. Ja? Wir haben das schon jetzt so oft gesehen, auch bei Chines und bei FLNA. Wenn wir, und das ist, sage ich auch dazu, das ist nicht Beyond. Es gibt hier kein, oh, wir machen das schon und das geht. Nein. In dem Stadion, wo AMC jetzt gerade ist, wir dürfen 786 nicht brechen. Oder ich habe mich irgendwo so extrem verschätzt und verschaut. Aber in dem Fall wäre das Ende für 2026. Und, da kommen wir auch noch dazu, für diese Variante dürfen wir auch nicht über $3,04 gehen. Wir dürfen kein höheres High machen. Also sagen wir morgen. Ja. Wenn wir nächste Woche hier hinaufschießen, okay, freut mich. Ja. Aber für diesen Sideways-Move müssen wir auch Sideways gehen. Ja. Wenn es sowas wird, ja, sagen wir 2,50 oder sowas, ist auch okay. Das ist wurscht. Aber nicht zu tief und kein höheres High. Ja. Solange das so ist, schaut das fantastisch aus. Bevor die Fragen jetzt kommen. Okay, sollten wir hier sein? Heißt das, wenn wir bis Freitag hier sind, müssen wir nächste Woche das hier machen, zum Beispiel, oder in 2 Wochen das hier machen? Und ich muss ehrlich dazu sagen, kann sein, muss nicht sein. Ja? Das kommt aufs Volumen an. Ja? Wenn wir jetzt hier, nachdem wir das hier gemacht haben, plötzlich eine Gap bekommen und extrem Volume reinbekommen, weil Volume ist das Einzige, was das Fractal verlangsamt und beschleunigen kann, könnte es sein, dass wir hier drüber springen. Wenn nicht, naja, dann wissen wir zumindest, wie es ausschaut. Gut. Zur Version Nummer 2 muss ich dazu sagen, die wir jetzt anschauen, muss ich ehrlich dazu sagen, sie gefällt mir nicht so sehr. Ja? Aber für Version 2 war dieses B hier, ich ändere das mal kurz, da, damit ja niemand verwirrt ist. Für Version 2 hat sich einfach nur eine Sache geändert. Und zwar, wir hatten unser B schon. Ja. Es war sogar kürzer als hier. Ja. Also im Verhältnis gesehen. Und wir waren diese Woche doch schon hier. Könnte sein. Ja. Und dieser massive Pullback, ohne dass wir eine Gap hatten. Ja. Und dieser massive Pullback hier ist das hier. Ja. Mir gefällt es von den FIBs nicht so sehr, weil, wenn man sich das hier anschaut, von unserem A-Boden da nach oben ist es eine 0,5. Von diesem A-Boden hier hinauf, gib her, ist es gar nichts. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt diese Variante nicht, aber sie hat einen Grund. Die Sache ist nämlich, sollten wir jetzt zum Beispiel bis Freitag doch sowas machen, ja, und wirklich das Peak von Montag brechen, dann ist erstens die erste Variante tot, weil wir dürfen ja kein höheres High brechen. Und dann wären wir halt hier. Ja? Dann bräuchte es halt noch einen kleinen Pullback und dann geht schon ab. Ja? Aber auch
für diese Variante ist ein Brechen von 786. Das bedeutet ein Brechen von 1,50. Ein absolutes No-Go. Ja? Ähm, Bevor wir zur bärischen Variante kommen, zur Alternative, zu was tendiere ich eher? Ich muss wirklich sagen, ich tendiere zu der. Es passt mit dem Fips perfekt. Es passt mit der Struktur perfekt. Und am Schluss schauen wir uns noch das Tinfoil an mit der Lution und mit den News. Auch das passt perfekt. Ja. Somit, ich tendiere mehr zu dieser Variante. Ja. Aber wenn wir zu hoch gehen, okay. Ja, damit wir es einfach mal wissen. Die bärische Alternative, oder sagen wir Version 3, wäre diese hier. Ja. Das bedeutet, dass dieser Peak hier dieser Peak ist. Und zwar November 2020. Wenn wir es noch bärischer haben wollen, könnten wir auch von September 2020 ausgehen. Sage ich nur dazu. Ja. Ich denke nicht, dass das so ist. Ja. Vor allem nicht bei diesem Level schon. Ja. Weil, wenn ihr euch die anderen Videos angeschaut habt, ja, für mich ist das eigentlich noch zu low für das. Ja. Dieses Level hier sollte zumindest bei 5 bis 7, 10 Dollar liegen. Ja. Aber wenn ihr schaut, von hier nach hier, das wäre sozusagen unser A-Boden hier. Das war ein 0,618 Pullback. Ja. Deswegen will ich auch nicht unbedingt so niedrig fallen. Sage ich auch dazu. Aber wenn wir sowas sehen, diese nächste Woche, ja, schließt es die bärischen Varianten noch nicht aus. Aber beim Bounce hier, wenn wir sowas machen sollten und wir kriegen einen Bounce und wir stoppen irgendwo hier und fangen an langsamer zu werden und kriegen einen Pullback, dann ist das das. Das wäre das erste Warnzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und um das klarzustellen, danach kommt Allzeitlow. Irgendwas zwischen 50 und 10 Cent bis nächstes Jahr. Ja. Natürlich wird das hier wirklich bis nächstes Jahr dauern. Ja, das ist nicht etwas, was wir in den nächsten Wochen sehen werden. Das wird wunderschön, scheiße, gemütlich, langsam runterradieren. Ja. Aber ich glaube nicht dran. Aber wie gesagt, noch tiefer möchte ich nicht unbedingt gehen. Na, warte, Moment, falsch. Das wäre hier gewesen, ja. Trotzdem, noch tiefer würde ich wirklich ungern gehen. Es hat noch nicht zu heißen, dass es dann vorbei ist, aber wenn wir hier ein Lower High machen, dann ist es vorbei. Andernfalls, um jetzt keine Verwirrung zu stiften, ja, habe ich wahrscheinlich einen kleinen Fehler gemacht, indem ich das hier falsch gezeigt habe. Aber andernfalls, das hier, um das absolut klarzustellen, Version 1, und das ist auch mein Fazit für EMC alleine, ist derzeit meine Hauptversion. Einfach wegen dem Movement, wegen dem 0,5 Pullback und weil es fantastisch ausschaut. Ja. Gut, jetzt fürs Tinfoil. Ja. Wir haben heute ein Dilution-Announcement bekommen für 95 Millionen Shares. Bevor ich euch wieder den Dilution-Chart zeige, der erklärt, weshalb ich auch noch bullischer bin, sage ich auch dazu. Ein paar Sachen. Erstens, wie schon erwartet, ja, und das habe ich ja schon öfters gesagt, haben heute die Leute wieder angefangen zu schreien. Dieses Adam Aaron und warum nicht erst später und er versaut uns den wie erwartet. Habe ich ja letztes schon gemacht. Sobald der Dilution kommt, fangen die Kinder an zu schreien. Ja? Gott sei Dank keiner von euch. Ja? Weder im Englischen noch in der deutschen Community hat bis jetzt, sagt ja keiner, dass es nicht passiert, ist sich aufgeregt. Warum? Erstens, ich habe euch immer erzählt, Dilution ist nicht schlecht für AMC. Werde ich jetzt gleich zeigen. Zweitens, heute war der erste Tag, wo Adam Aaron diluten konnte. Muss man auch dazu sagen. Warum nicht früher, warum nicht später?
Heute war der erste Tag von der Lockdown-Periode, wo er verkaufen konnte. Aber gut, er hätte ja warten können. Ja? Da kommt Regel Nummer 3. Firmen dürfen in extreme Volatility nicht diluten. So, wir gehen davon aus, dass wir eine extreme Volatility bekommen. Er dürfte hier nicht diluten. Ich bin mir nicht sicher, wie lange der Lockdown ist, nachdem man so eine Volatility gehabt hat, aber sicher nicht in dem Run. Es wäre dann wahrscheinlich irgendwo hier. Ja? Somit, ich werde das jetzt dann gleich auf dem Chart zeigen. Es macht Sinn. Ja? Und wenn man von diesem ganzen Ding weggeht, haben das anscheinend noch immer ein paar Leute nicht wirklich verstanden. Ja? Und ich sage das noch einmal. Und das klingt jetzt vielleicht hart. Ihr seid ihm scheißegal. Oder auch ich. Ja? Wir sind ihm scheißegal. Er ist der CEO von AMC. Seine einzige Aufgabe ist, dass die Firma läuft und dass seine Mitarbeiter ihren Job nicht verlieren. Der Aktienpreis ist ihm scheißegal. Das Einzige, was er machen muss, er muss schauen, dass Geld da ist. Er muss schauen, dass die Firma überlebt. Und AMC hat noch immer einen Haufen Berg an Schulden. Ja? Nehmen wir mal an, wovon ich ausgehe, er hat keine Ahnung von Fractals. Er weiß nicht, was abgeht. Er weiß nur, er hat irgendwas 3 bis 5 Milliarden Schulden, noch immer, und es bietet sich eine Gelegenheit. Das ist nichts Gemeines. Oder dass er mit Hedgefonds zusammenarbeitet oder sonst was. Ich sage das noch einmal. Er hätte in 2021 AMC in den Bankrott schicken können. So ähnlich wie, ich weiß nicht, wer es war, Cinemark oder irgendeine andere Firma, Kinofirma, die sind in Bankrott gegangen. Problem war gelöst. Finanziell geht es denen heutzutage auch besser. Und dann wäre dieses Spiel vorbei. Keiner von uns hätte Aktien. Also von den Leuten, die früher gekauft haben. Ja? Somit, es macht keinen Sinn. Meiner Meinung nach, er arbeitet nicht für Hedgefonds. Gut, jetzt zum Wichtigen, zum Dilution Chart. Ich sage es jetzt noch einmal, wie beim letzten Mal, es wird jetzt gleich sehr, sehr weiß werden. Okay? Also 3, 2, 1. Ich bin immer wieder überrascht, wie sehr mich das selbst blendet. Okay, so, Dilution Chart. Und zwar von August 2020. Sieht man meine Maus hier? Ja. Bis Juli, August 2021. Die Sache ist ja, ich habe gesagt, hier, die zwei, wo ist meine Maus? Warum sieht man meine Maus nicht? Okay. Ich habe ja gesagt, hier, die 200 Millionen hier, und zwar im Dezember, das waren unsere 150 Millionen. Danach haben wir unser Allzeitlow bekommen und waren jetzt hier im Auftrend. Und so letzte Woche, glaube ich, haben wir die 150 Millionen beendet. Ja? Und dann habe ich davon geredet, diese 50 Millionen, die hier announced wurden, ja, das habe ich im Vergleich dazu gesetzt mit diesen Convertible Shares bei 5,66. Ja? Weil dort können Leute, die die Schulden von AMC gekauft haben, wenn AMC über 5,66 geht, dann können diese in Shares umwandeln. Und ich habe eigentlich damit angenommen, leider, dass diese 50 Millionen Shares diese Convertible Shares sind. Waren sie aber nicht. Sondern ich setze das mit der Dilution gleich, die wir heute hatten. Damals waren es 50 Millionen, heute waren es 95 Millionen. Und wenn man genau sich das hier anschaut, hier, es war genau hier. Das ist Jänner 2021 und zwar Jänner 20, der 20. Jänner. Das ist genau dieser Punkt hier. Und der Pullback. Es passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Und wenn das stimmen sollte, sage ich auch gleich, wir werden jetzt in den hoffentlich nächste und in den nächsten Wochen dann unseren Run bekommen. Ich sage euch, der Punkt, wo wir dann pieken, an dem Tag bekommen wir die Nachricht, dass diese 95 Millionen fertig sind. Dass das Offering fertig ist. Und hier noch das letzte Ding, was die Leute missverstehen.
Warum verkauft er 95 Millionen bei $2? Er hätte doch viel mehr bei 40, 30, 50, 60, 180, würde er mehr Geld bekommen. Ja, wird er auch. Das garantiere ich euch. Wenn wir diesen Run machen, es wären hier unten bei $2 vielleicht 10% von diesen 95 Millionen verkauft. Ja. Das, was wir heute hatten, wie viel Volumen hatten wir heute? Schauen wir. 117 Millionen. Das war unter keinen Umständen die 95 Millionen. Ja? Nix. Der Großteil von diesen 95 Millionen werden hier verkauft werden. 100%. War in 2021 genau dasselbe. Weil andernfalls hätten wir hier schon der Announcement bekommen, dass das Offering fertig ist. War es aber nicht. War es einfach nicht. Ja. Das Offering war hier oben erst fertig. Somit, ja, er ist nicht dumm. Deswegen hat er es, man könnte jetzt sinnvoll sagen, wirklich. Ja. Man könnte jetzt sagen, erstens, Leute, er gibt uns ein Zeichen, ja, könnte ja sein, oder wem auch immer, vielleicht auch seinen Hedgy-Freunden. Ja. Er gibt uns ein Zeichen, Leute, es geht bald los. Ja. Dass er dieselbe Dilution macht wie 2021. Oder aber es interessiert ihn nicht die Bohne. Und er sieht nur, scheiße, es kommt ein Run. Ich muss die Dilution ankündigen. Ja? Weil ich muss ja für AMC Geld machen. Und das hier wird AMC Geld machen. Ja, somit. Muss ehrlich sagen, dieses Rumgeschrei heute war, vor allem auf Twitter, war sehr entspannend. Ja, vor allem, weil es von den sehr bekannten, immer selben Typen ist. Ja? Fangen so mit P an, hören mit O auf. Zum Beispiel. Und dann wie ein kleines Baby in die Kamera schauen. Ja. Aber für mich, das heute, war es eigentlich Bestätigung. Könnte falsch liegen. AMC für mich heute perfekt. Ja. Jetzt müssen wir einfach nur noch das hier ausspielen. Und ole. Gut, das war AMC. Jetzt schnell noch GameStop. Für GameStop auch. Wen das ganz große Tracking interessiert, wen jede Alternative interessiert, wen es interessiert, was für Preisziele ich habe und wie das Quiz ausschauen sollte, verlinke ich euch wieder den Post, das große Video ans Ende. Heute schauen wir uns eigentlich nur an, was wir heute gemacht haben. Was nicht unbedingt viel war, aber ein bisschen was. Also zoomen wir mal rein. Ja. Und wir haben zumindest ein bisschen was gemacht. Wir hatten zumindest zum Beispiel auch, ja, heute, ein bisschen Klarheit. Ja, weil dieses Ding hier, ja, und dieses Higher Low für uns einfach nicht fertig wurde. Absolut nicht fertig. Aber, wie man sieht, wir haben heute endlich ein Lower Low gemacht. Endlich. Ja. Somit ist die Diskussion endlich zu Ende, ob das hier M und das hier T ist. Das ist eindeutig M, das ist eindeutig C. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, was ist das? Dazu kommen wir gleich. Für die bullische Variante. Technisch gesehen sind wir fertig. Sage ich auch gleich dazu. Wir sind unter der 786. Unser T hat ein niedrigeres Low gemacht. Technisch gesehen spricht nichts mehr dagegen, dass wir jetzt einfach nach oben gehen. Ja? Ich muss nur ehrlich dazu sagen, ich würde trotzdem mehr davon ausgehen, dass wir das machen, aber ich könnte mich irren. Ja? Was ich meine, ich würde gern unter 20,50 für die bullische Variante und dann hinaufgehen. Kann mich aber wirklich irren. Ich muss wirklich ehrlichkeitshalber dazu sagen, ich mag GameStop nicht. Und zwar hat nichts mit GameStop an sich zu tun. Ich mag das Fractal von GameStop nicht. Weil, ganz ehrlich, dieses Jahr stimmt irgendwas nicht. Es stimmt einfach irgendwas nicht. Bis jetzt, 2021, 2024, 2025, war GameStop immer der Erste. AMC war immer der Zweite. Deswegen immer auch der Satz, AMC squeezed vom Low und GameStop immer vom High.
Und dieses Mal ist es das erste Mal, wo das nicht so wäre. Somit, und GameStop müsste schon längst über 35 sein. Ja. Deswegen mag ich es nicht. Aber für unsere bullische Variante, ich gehe erst von noch einem Drop bis Freitag aus. Ja. Irgendwas bei 20, 40 und dann hinauf. Technisch gesehen muss man dazu sagen, jederzeit. Ja. Gut, jetzt zur bärischen Alternative. Und das wäre die hier. Und bei der bärischen Alternative muss ich sagen, bin ich mir nicht unsicher. Das biegt. Ja? Was bedeutet das biegt? Ich habe das ja schon öfters gesagt für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ja? Was auch immer wir hier machen, ja? Wir können so bullish sein, wie wir wollen. Ja? In dem Moment, wo wir diese Linie hier brechen oder berühren, das bedeutet 19,64. Für mich ist es schon ein bisschen früher, für mich wäre es $20, ja? Aber das 100%ige Level wäre für mich 1964. Wenn wir hier ein Lower Low machen, machen wir das. Es gibt kein Wenn und Aber da. In dem Fall bin ich mir bei dem Fractal wirklich sicher. Warum? Ganz einfach. Das ganze Ding hier wäre unser Higher Low zu unserem A-Pullback. Das hier ist unser A-Pullback. Das Ding ist das Higher Low zu diesem Ding. Und wenn ihr mir schon länger zuschaut, dann wisst ihr, ein Higher Low endet immer, scheißegal bei welchem Fractal, in einem V under A. In einem W unter A. Und unser A-Boden, wo wir drunter müssen, ist genau hier. Bei 13,65. Wir werden also, wenn wir diese gelbe Linie hier brechen, hier runtergehen zu 17, $16 unter dem Punkt, wo der japanische Crash war. Wir werden hier bouncen. Wir werden hier raufgehen. Jeder wird Squeeze schreien. Das wird aber dann nur unser T sein. Unser letztes Mal verkaufen, bevor wir zum V kommen. Last time to sell. T. Und dieses T würde uns zu 13,63 bringen. Relativ schnell. Das ganze Ding. November. Oktober, November. Ja. Und dann bis Jänner oder Mai machen wir das Higher Low 2027 und dann können wir es nochmal probieren. Ja. Das findet nur statt, wenn wir diese gelbe Linie brechen. 1964 passiert das. Ohne Wenn oder Aber. Die einzige Frage stellt sich nur, wenn wir das machen, kann EMC dann noch immer squeezen? Ja? Und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Antwort mehr drauf. Ja? Weil GameStop macht nicht, was es machen sollte. Wie gesagt, GameStop hätte schon längst das hier machen sollen. Ja? Während AMC die letzten 3-4 Wochen gelaufen ist. Und beide hätten sich hier treffen sollen. Ja? Bei diesem Pullback heute hätten sich beide hier treffen sollen. Aber GameStop hätte schon hier sein sollen. Ja? Und nächste Woche rauf. Das wäre das normale Tracking gewesen. Es war dasselbe in 2024. Hier, 3. Mai. Da hat AMC gerade sein Higher Low gemacht. GameStop ist dann aufgeschossen. Und es war dasselbe in 2021. Hier. Hier ist Jänner 2022. Der Punkt, wo AMC jetzt gerade ist das hier. Aber da ist GameStop halt schon gelaufen. Ja. Selbst wenn man das hier rauslöscht, GameStop ist schon gelaufen. Wir haben das dieses Jahr nicht gemacht. Ich meine, okay, vielleicht machen wir es diese Woche noch. Ja? Also wenn jetzt, was auch immer, warum auch immer, GameStop plötzlich diese Woche, bis diesen Freitag, ja, also bevor AMC sein Sideways-Run fertig hat, wenn GameStop jetzt plötzlich das macht, okay, ja, dann war ich vielleicht einfach nur ein bisschen zu voreilig, habe ein bisschen zu gestresst, ja, dann passt es noch. Ja. Wenn nicht, würde ich einfach sagen, die Synchronisation zwischen AMC, GameStop und Cause hat 2021 angefangen und hat anscheinend 2025 geendet. Ja? Weil derzeit gibt es nicht. Ja? Zumindest
machen wir das komplett anders. Zum Fazit für GameStop. Solange ich den Bounce nicht sehe, bin ich bearish. Muss ich leider dazu sagen. Ja. Für Levels bleibt mir nur zu sagen, wie immer, alles über 24, yippee, wir sind wieder bullish. Alles über 26, wir reden nicht mehr über die bearische Alternative. Aber solange wir hier unten sind, einfach nee. Die bearische Alternative schaut für mich noch immer zu gut aus. Fazit für Memes, für beide. Ich sage ehrlich dazu, es ist mir mittlerweile wurscht. Das Tracking für AMC schaut super aus. Cost geht sich heute nicht aus, aber ich werde beim nächsten Video nochmal Cost zeigen. Cost schaut auch super aus. Nur GameStop schaut scheiße aus. Somit ist mir ehrlich gesagt egal. Ich meine, wenn wir das machen, kaufe ich Putz. Aber ja. Ja, also Fazit. Memes bullish, bis auf GameStop. Gut, kleiner Blick in Beyond. Auch hier. Wen es interessiert, das ganz große Video mit allem, wo wir über alles reden, verlinke ich wieder ans Ende des Videos. Heute schauen wir uns an, was wir heute und gestern gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. So. Und das Ganze hier ist ja unser letztes Higher Low. Ja? Also fürs bullische Tracking. Das letzte Higher Low, bevor wir raufgehen. Ja? Und weil ich so oft die Fragen bekommen habe, reicht das? Ja? Gibt es zwei Sachen. Für mich persönlich, nein. Ja? Wir müssen unser V under A machen. Wenn man sich das ganz genau anschaut, sind wir heute nah rangekommen, aber wir müssen, um genau zu sein, unter 67,63 Cent. Und wir müssen hier drunter. Hoppala. Hier drunter. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja? Wir reden hier von 0,72%. Ja, ich meine, jetzt hat mir eine Kollegin heute einen Chart von ihren TradingView geschickt. Sie hat einen anderen Data Broker. Die hat hier den Drop. Also auf ihrem Chart sind wir schon drunter. Ganz kurz, es war eine einzelne Kerze. Ja. Und ein paar von euch haben mir geschrieben, in Overnight haben wir es auch schon gemacht. Nur eins muss ich dazu sagen, Overnights zählt für mich wirklich nicht. Ja? Es gibt so viele verschiedene Broker und jeder hat andere Overnights. Das zählt für mich nicht und meiner Erfahrung nach hat es nie eine Rolle gespielt, was Overnight passiert ist. Ja? Weil meistens wird es nicht in die normale Börse übertragen. Nicht einmal in den Pre-Market. Somit, und wir wissen ja auch, Beyond macht seine Moves Freitag, montags. Somit, ich muss ehrlich dazu sagen, ich gehe davon aus, dass wir bis Freitag diese 1% noch hinbekommen werden. Ja. Wenn nicht, ja, sagen wir machen das hier. Ja, alles über 72 Cent ist zu hoch. Ja, also wenn wir über 72 Cent sind, dann spielt das keine Rolle mehr. Ja. Generell für Levels hat sich nichts geändert. 72 Cent ist das Neue, dann gibt es keinen Pullback mehr. Alles über 75 ist super, alles über 84 Cent und wir reden nicht mehr über die bearische Alternative. Und dann klarerweise alles über 1,15 ist Ole und so weiter und so fort. Für die bearische Alternative ist ziemlich einfach. Meiner Meinung nach, wir müssen hier noch drunter. Wir dürfen aber nicht unter 66 Cent. Ja? Also hier diese Linie dürfen wir nicht berühren oder brechen. Weil sonst müssen wir uns wieder ein neues V suchen. Und dann können wir wieder anfangen, ein Higher Low zu machen und dann den nächsten Versuch starten. Das bedeutet Zeit. Ja? Und für die ganz bärische Variante, die steht uns halt leider noch immer im Nacken. Wir dürfen nicht unter oder für mich persönlich, wir dürfen nicht unter diese rote Linie. Alles unter dieser roten Linie, also sagen wir brechen morgen 60 Cent, 58 Cent ist ein No-Go. Das war's. Und eine Linie, die nicht auf persönlichen Geschmack beruht,
alles unter 57 Cent und es ist auf jeden Fall vorbei. Ja? Weil dann wird dieses Higher Low falsch, dann wird das ein großes T und dann werden wir auch unser Allzeitlow brechen. Und dann ist dieses ganze schöne Higher, Makro Higher Low hier seit Oktober auch tot. Dann wird das hier auch T. Wir müssen ein neues Low machen. Und dann fangen wir erst mit Makro Higher Low an. Und wenn wir das ohne Reverse Split der Listing Bankruptcy überleben, wird das auf jeden Fall bis nächstes Jahr dauern, bis wir wieder große Zahlen erwarten dürfen. Ja? Somit 57 Cent No-Go. Ja? Aber derzeit schaut es gut aus. Ich meine, dazu muss man auch ehrlich gesagt sagen, wir hatten einen chinesischen, asiatischen Market Crash. Ja? Wir hatten auch einen kleinen Market Crash bei uns, also an der US-Börse. Und Beyond hat es nicht wirklich interessiert. Ja, somit ist ein Pluspunkt, würde ich sagen. Gut, nächstes FFI. Da habe ich ja heute auch schon auf der Homepage frühzeitig geupdatet. Ja. Diesmal auch fürs ganz große Tracking verlinke ich euch wieder das große Roadmap-Video ans Ende des Videos. Heute schauen wir uns an, was wir heute gemacht haben. Und zwar etwas Bullisches. Ja. Wir waren zwar rot. Wie rot waren wir heute? Ja, 6% rot. Aber das ist genau das, was wir sehen. Ihr seht ja schon, wie viele Alerts ich hier habe. Weil ich es nicht vermissen wollte. Aber wir wollten dieses Rot heute. Ja? Warum wollten wir dieses Rot? Das ist unser Higher Low. Unser Makro Higher Low. Das letzte große Higher Low vorm Squeeze. Das letzte Landmark. Und wie bei allen anderen, das Higher Low ist dann fertig, wenn wir unter dem A-Boden fallen. Und wir haben ja über diesen A-Boden hier die letzten Wochen herumgegammelt und herumdiskutiert, reicht das nicht und bla bla bla. Heute haben wir es endlich beendet. Wir sind unter 27 Cent. Somit, es ist alles fertig. Für das bullische Variante. Alles fertig. Das Einzige, weil ihr kennt mich. Erstens, FFI, ich habe jetzt nicht wirklich gefunden, dass es Montag-Freitags immer nur squeezed. Ja, dafür gibt es nicht unbedingt Beweise. Aber FFI ist 2021 mit AMC und GME gesqueezed. Wenn diese jetzt, nur eine Theorie, wenn die zwei jetzt die ganze Woche rumtümpeln, muss ja FFI was machen. Also, wenn wir jetzt nicht plötzlich irgend sowas sehen, ja, könnten wir jetzt noch das Micro-Higher Low machen. Das Micro-Higher Low zu diesem, ja, damit wir die Zeit irgendwie überbrücken können. Ja. Und dann geht es nach oben. Ja. Ziemlich einfach. Für Levels, ziemlich einfach. Ich würde sagen, alles über 45. Ole. Ja, wir sind fertig hier unten. Alles über 45 Cent ist bullish. Könnten wir noch weiter fallen? Jo. Ja. Die Bounce Area habe ich ja hier gezeigt. Ja. Bin ich doch immer der Meinung, hat sich nichts geändert. Irgendwo in diesem Bereich könnten wir bouncen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen tiefer. Es bleibe aber dabei. Alles unter 20 Cent. Und mit dem Ding passiert dasselbe wie mit GNS und dasselbe wie mit FLNA. Alles unter 20 Cent und dieses Higher Low ist tot. Oder Beyond. Wird ein T nicht gut. Ja? Glaube ich nicht. Ja? Muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich für mein Fazit jetzt, auch wenn ich FFI hasse, bullish. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist ein Bounce. Ja? Schauen wir mal. Noch so für lange Zeit. Ja. Okay. Gut, dann machen wir noch ein klitzekleines Update zu SPCE. Virgin Galactic. Und ja, ich glaube, ich brauche es nicht viel dazu erklären. Ich glaube, das ist uns heute gestorben. Ja. Warum? Ja. Wir haben hier ein normales Tracking. Allzeit hoch, CLM und das hier haben wir
als A deklariert gehabt. Ja, hier war unser T und das war unser A. Jetzt war halt die Sache, für dieses A ist absolut verboten, dass wir die 786 berühren. Das darf A nicht. Ja? Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, damit wir das ganz genau haben wir die 786 noch nicht berührt. Ja? Wir sind ganz kurz davor gebounced. Ich muss allerdings ehrlich dazu sagen, normalerweise kommt A nicht so tief. Ja? Wie gesagt, es wäre okay gewesen, wenn das hier unser Bounce gewesen wäre. Das hier. So tief. Es besteht noch so eine kleine Chance. Ja? Aber normalerweise, wenn ich sowas sehe, gehe ich davon aus, das geht weiter runter. Ja? Und wenn das hier durchbricht, gehe ich eigentlich eher davon aus, dass das hier unser T wird. Ja. Leider. Ja. Unser T bedeutet neues Allzeitlow, wo auch immer das sein wird. Dann brauchen wir erst ein Higher Low und dann geht es erst weiter. Ja. Zu der Frage, können wir daraus nicht ein Higher Low machen? Könnten wir, ja. Nur sei halt eins dazu gesagt, erstens, was glaubt ihr, schaut das hier nach einem T aus? Weil normalerweise sind unsere Endbuchstaben immer so spitz, runter, spitz, runter, spitz, runter. Und das war eher so meh. Ja. Aber gut, als einzige bullische Alternative sagen wir, das war unser Higher Low. Ja. Auch wenn es über T wieder gelaufen ist, so ähnlich wie Beyond. Die Antwort sollten wir aber relativ schnell bekommen. Ja. Weil ganz ehrlich, das hier sind gerade mal 30%. Wenn das weiter runterknallt, dann wird es nichts. Deswegen habe ich auch, zumindest hoffe ich, dass ich das in den letzten Videos gesagt habe, ich hatte keine Position in SpaceX, weil ich gesagt habe, als Bestätigung warte ich, dass wir über 6,85 gehen. Das wäre Bestätigung. Ja. Und das ist der Grund. Ja. Ich sage ja nicht euch meine Levels, wann ich einsteigen würde, und die setze ich so hoch, damit es eindeutig bullish ist, damit ich nicht falsch liege. Nein, ich suche mir Levels aus, wo ich halt ziemlich mit hoher Prozentzahl wirklich für mich selbst bestätigen kann, das ist bullish. Und die Alternative, die bärische, ist fast aus dem Fenster. Ja. Klarerweise, dann kriegt man nicht den perfekten Einstieg. Ja. Und die Optionen oder die Shares sind teurer. Man eliminiert allerdings damit auch die Gefahr, dass man ins Messer greift. Der einzige Grund, weil die meisten Sachen, sage ich auch dazu, die ich hier zeige, spiele ich selber. Ja, ich sage das auch jedes Mal dazu. Und wenn es gegen mein Tracking läuft, dann tut mir das ja auch weh. Ja. Und das war einer der Kandidaten, wo ich eindeutig, glaube ich, hoffentlich gesagt habe, wir müssen über 6,80 und dann schaut es gut aus. Ja. Aber schauen wir mal. Aber mein Fazit, ich bin extrem bearish. Ja. Ich glaube, das ist T. Ich freue mich für jeden, wenn ich falsch liege und wir hier ein Higher Low machen. Ja. Aber auch selbst dann. Ja. Selbst dann, wenn das hier unser Higher Low ist, dann warte ich mit dem Einstieg bei 6,83. Bleibt noch immer dasselbe. Ja. Wenn wir das machen, warte ich hier. Ja. Das wäre die Bestätigung, dass wir was Bullisches machen. Gut. Gut. Ein letztes noch. Einfach so zum Spaß. ATA. Sorry. Es war ARK. Nicht ATA, etwas ARK. Einfach nur deswegen, weil ich noch immer ziemlich baff bin. Also erstens, wir hatten heute einen Market Crash. Dazu sei aber gesagt, dass das ARK irgendwie gar nicht interessiert hat, weil wir sind 35% nach oben gelaufen. Aber ich habe das ja im letzten Video schon gezeigt. Ich meine, das ist bescheuert, was man sich hier anschaut. Ja? Rechts ist Cloth, links ist ARK. Die zwei haben miteinander nichts zu tun. Null.
Es sind nicht einmal dieselben Branchen, weil Clough, was macht Clough? Ja, eine Health Company. Und ARC macht Cybersecurities. Die haben nicht einmal dieselbe Branche. Ja? Nicht einmal dieselbe Branche. Aber, was ihr, glaube ich, auch seht, es ist verdammt nochmal derselbe verfluchte Chart. Ja? Muss ich ehrlich sagen, in so einer Ausprägung sehe ich zum ersten Mal. Seit immer. Zum ersten Mal sehe ich diese Ausprägung im ersten. Wahnsinn. Ja? Und ich sage auch eins dazu, ich könnte absolut falsch liegen. Sage ich eindeutig dazu. Ich könnte absolut falsch liegen und vielleicht bilde ich es mir nur ein. Aber für Clough ist unser nächstes Ziel $11 für unser B. Ja? Ob wir dann einen Pullback bekommen oder nicht, werden wir sehen, sei dahingestellt. Und für ARC with Quantum, sehe ich denselben Move, nur dass der Move bis zu 263 geht für unser B. Ja? Und dazu sei eins auch gesagt, ARQQ ist erst hier. Das ist dieser Vergleichspunkt hier. Wir sind noch nicht einmal ausgebrochen. Wenn es dasselbe Tracking ist, ja, dann ist Clough halt schon weiter. Und ARC macht halt es. Ja. Aber andernfalls, ihr seht es selber, es ist 1:1. Clough ist kleiner, aber sonst ist es 1:1. Schaut einfach geil aus. Gut, so viel dazu. War zwar kein kürzeres Video, weil wir so lange über EMC geredet haben heute, aber man muss ehrlich sagen, es hat sich sonst nichts geändert. Ja, also wir hatten zwar einen guten Crash heute, aber groß Bauchgrün. Für unser Tracking hat sich nichts geändert. Ja. Ja. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es mir. Ich versuche, wie gesagt, die Homepage so aktuell wie möglich zu halten. Wenn ich wirklich etwas sehe, was das Tracking von einem Stock ändert, durch die Homepage immer vor den Videos auch updaten. Ja? Mir ist das wurscht, ob sich dann einer denkt, dann brauche ich das Video nicht schauen, es ist mir egal. Ja? Ich versuche die Homepage, damit das zumindest das Tracking stimmt, ja, auf der Homepage so aktuell wie möglich zu halten. Und wenn es wirklich grobe Änderungen sind, dann poste ich ja immer so eine Art Hallo hier, ich habe an der Homepage was geändert auf YouTube. Ja. Wenn sich halt nichts ändert, ja, wie zum Beispiel bei Riot oder wie zum Beispiel bei Fuse, dann kann es halt sein, dass ich die Homepage für den Stock lange nicht update, weil solange die bullische oder die bärische Variante zieht, brauche ich die Linien nicht updaten. Ja. Okay, gut. Also ich hoffe, dass das AMC-Update-Video hat heute geholfen. Ja. Wie gesagt, wir haben unsere Levels. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es eine ziemlich fade Woche, zumindest für AMC sein wird. Und schauen wir mal. Nächstes Video wird höchstwahrscheinlich, wenn mir nichts dazwischen kommt, wieder Freitag sein. Und ja. Gut. Wie immer. Tutorial hier. Playlist hier. Großes Roadmap-Video da dahinter. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir ein Abo. Und schauen wir, was wir die nächsten 2 Tage bekommen. Wir sehen uns.